Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne, Ja, und wir zwei sind immer noch zusammen in Griechenland unterwegs. um genau zu sein, in Kalkidiki und zwar immer noch auf dem zweiten Finger in Sithonia. Und im Moment befinden wir uns hier in Sati am Strand. Und ja, heute ging es auf den Dracouveli oder Dracouveli, ein Ja, Gipfel hier auf Sithonia. ein kleiner Berg mit um die 700 Meter. Ist ein Rundweg. Wir starten hier, wie ihr seht, auf Meereshöhe. Also von daher die 700 Höhenmeter nehmen wir voll mit. Ja, und was wir auch voll mitnehmen, ihr seht hier hinten den Berg Athos. Den werden wir oder haben wir heute auch des Öfteren zu Gesicht bekommen, weil die Tour bietet mega Blicke auf diesen Berg. Ja, und dann würde ich sagen, wenn ihr wissen wollt, wie die Tour und die Blicke auf den Berg Athos so waren, Kommt mit uns mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Los ging es am Ortsrand von Sati. Von hier aus ging es auf direktem Weg raus aus dem Ort immer auf den Berg Dragouzeli zu. Zu Beginn führte uns der Weg durch die an Sati angrenzenden Olivenhaine. Da im Herbst die Olivenernte bereits in vollem Gange war, konnten wir den Olivenbauern immer wieder bei der Arbeit zuschauen. Um die Oliven zu ernten, werden traditionell unter den Bäumen Netze auf dem Boden ausgebreitet. Und irgendwo versteckt zwischen den Ästen schüttelt der Bauer die Oliven mit einer Art Rechen oder Stock herunter. Der zunächst noch recht gemütliche Wegabschnitt wurde nach den Olivenhainen schnell von einem breiten und vor nicht allzu langer Zeit frisch abgezogenen Feldweg abgelöst. Durch die Steigung waren wir trotz der Monotonie des Weges gefordert. Auch hatten wir durch die gedrosselte Geschwindigkeit und die Verschnaufpausen immer wieder die Gelegenheit, die vielfarbige und vielgestaltige Vegetation zu bewundern. Ja, unterwegs ist uns immer wieder aufgefallen, dass es hier diese Bäumchen hier gibt mit diesen kleinen Früchten dran. Ich habe dann mal nachgefragt. Also mir wurde gesagt, das sind wilde Birnen. Die meisten, die man hängen sieht, sind diese grünen, die sind steinhart. Die anderen, wie ihr seht, nicht mehr. Die sind schon überreif hier, diese braunen. Die sind auch schon weich, kann man drücken. Da habe ich reingebissen. Schmeckt schon nach Birne, aber man hat total eine pelzige Zunge hinterher. Also kann man nicht essen. Diese braunen da, ich habe jetzt mal eine runtergeholt und habe mal reingebissen. Weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht. Ja, die macht schon einen überreifen Eindruck. Ist sie wohl auch. Schmeckt ein klein bisschen angegoren, aber total süß. Vermutlich ein bisschen was kann man wahrscheinlich essen. Ich werde es jetzt nicht riskieren. Ja, also die Griechen legen die wohl oder haben sie früher eingelegt, diese kleinen wilden Birnen. Überall am Wegesrand. ja, das erste Zwischenziel ist erreicht. Wir sind hier am Unterstand angekommen, der wahrscheinlich im Sommer auch sehr, sehr sinnvoll ist. Das ist Genau. nämlich der einzigste Schattenplatz auf der ganzen Strecke. Im Sommer wird das hier mollig warm auf der Strecke. Weg bisher habt ihr ja gesehen, breiter Weg, der einfach ziemlich gerade den Berg hochgeht. Aber was man sagen muss, die Aussichten hier hinten raus, gerade auf den Berg Athos, die sind super. Ja, wir haben jetzt ein kleines Päuschen gemacht und Gehen wir jetzt direkt weiter. Wir Wir wollen gehen noch ein weiter bisschen höher und- hinaus. gucken wir mal, ob wir den einen Gipfel noch mitnehmen. Die wilden Birnen waren nicht die einzigen Früchte am Wegesrand. Auch an unzähligen dieser leuchtenden Früchte kamen wir vorbei, die sich nach genauerer Nachforschung, dem Internet sei Dank,
als Erdbeerbäume entpuppten. Da war es dann schon fast nicht mehr verwunderlich, dass wir mitten im Nichts am Wegesrand auf einen gemauerten Grillplatz samt Wasserhahn und Korbstuhl trafen. Für die ungestörte Grillparty. Und kein Wasser. So ging es immer weiter dem Gipfel des Dragoseli entgegen. Ja, von hier rechts unten, wo die Anne gerade steht, kommen wir her. Jetzt könnten wir links wieder runterlaufen direkt, genau hier drüben. Aber wir nehmen jetzt noch den Gipfelabstecher mit. Das heißt, es geht hier jetzt weiter hoch für uns. Und nach wie vor, wie ihr seht, auf breitem Weg. Schauen wir mal, wie das noch wird. Läuferisch bisher, nur ja, landschaftlich und Aussicht top. Ihr fragt euch schon die ganze Zeit, warum Anne einen Stock dabei hat? Willst du ja immer einen Stock dran haben? Dass das aufgeht. Genau, Anne sagt zwar, sie hat das Ding wegen der Hunde dabei, aber eigentlich prügelt sie mich mit den Berg hoch. Aber naja. Und wie ihr seht, es hat funktioniert. Wir kamen oben mit so viel Schwung an, dass wir direkt erstmal am Gipfel vorbeiliefen. Zu unserer Verteidigung, der Gipfel war tatsächlich nicht eindeutig auszumachen. Das war er nicht. Also wieder zurück. Ja, wir sind mittlerweile auf dem höchsten Punkt unserer Tour angekommen. Auf dem Dragoseli, von dem man aber nicht wirklich viel sehen kann hier. Ja, wir stehen nämlich von der Wiese hier mal abgesehen, mitten im Wald mittlerweile. Vegetation hat sich geändert von Heide, Kraut und Buschlandschaft, genau, zu einem ausgewachsenen Wald hier oben. Ja, hier oben sind wir auf ungefähr 694 Meter und machen jetzt hier ein kurzes Gipfelpäuschen und dann geht's wieder nach unten. Wieder zurück ging es dann zunächst ein Stück auf der Aufstiegsroute, bis zu dem zuvor im Video bereits gezeigten Abzweig. Am Abzweig links haltend führte uns der Weg auf der anderen Seite des Bergeinschnitts wieder Richtung Sati. Neben der abwechslungsreichen Vegetation kamen wir kurze Zeit später auch an einem einsam gelegenen Schrein mit bester Aussicht vorbei. So entspannt der Weg über weite Teile im oberen Bereich auch zu laufen war. Sobald es weiter unten an einen etwas steileren Abstieg ging, wurde er schmal und wegen dem grobkörnigen Sand auch recht rutschig. Also langsam einen Fuß vor den anderen setzen. Wer von euch nun eine Fallstudie erwartet hat, den müssen wir an dieser Stelle aber leider enttäuschen.
angekommen, ging es wieder ein Stück durch Olivenhaine, bevor wir an den Strand von Sati kamen und die letzten Meter zum Startpunkt zurücklegten. Dieses Mal waren wir wieder auf dem mittleren Finger von Chalkidiki unterwegs, der Halbinsel Sithonia. Sati und unsere Wanderung liegen an der Ostküste, relativ mittig auf dem Finger. Hier seht ihr die heutige Route noch einmal im Detail. Von Sati aus ging es durch schöne Landschaft und vorbei an einer Schutzhütte bis zum Gipfel Dragodeli. Von dort aus wanderten wir ein kurzes Stück zurück und wählten für den weiteren Abstieg einen Weg parallel zu unserem Aufstiegsweg. Ja, da haben wir es geschafft. Der Weg bei Sati ist gelaufen. Ja, zumindest fast. Wir haben nur noch ein paar Meter zurück jetzt zum Auto. Ja, in großen Teilen war der Weg auch leicht zu gehen, schon von Anfang an. Es ging über breite Wege. Ein bisschen Steigung hatten wir zwischendurch. Ja, der Abstieg war dann gefühlt steiler als der Aufstieg und vor allem auch ein bisschen schwieriger. Aber dazu werden wir gleich noch ein bisschen was erzählen, denke ich. Jo. Große Stärke des Weges war auf jeden Fall der Panoramablick. Also sowohl wenn ihr euch beim Aufstieg rumgedreht habt, mal zurückgeguckt habt, als auch dann fast durchgehend beim Abstieg. Und da habt ihr hier ganz, ganz viel auch vom Berg Athos gesehen. War auch spannend, den mal über den Tag zu sehen, wie auch gerade so sich die Wolken rund um den Gipfel dann immer verschoben haben. Ja, mittlerweile sind sie fast weg. Oben hat es wieder so ein bisschen ein paar. Genau. Gipfelglück habt ihr auch mit dabei, wobei der Gipfel selber jetzt nicht so ganz spektakulär ist. Ihr steht nämlich da oben mitten im Wald. Ja, die Schwierigkeit, wie die Anne gesagt hat, insgesamt eigentlich sehr überschaubar. Es ging hier und da steil hoch. Und dann habt ihr beim Abstieg dieses kurze Stück runter. Da hat es uns mehrfach nicht gelegt, nein, nicht wir gelegt. sind geübt genug und haben das gut gemeistert. Aber das kleine Stück ist tatsächlich, haben wir gesagt, rabenschwarz. Genau, das war so eine richtige Schwierigkeit an der Stelle. Kam dann auch sehr unerwartet, wenn man den restlichen Wegeverlauf so betrachtet. Von dem her wären wir den Weg, was jetzt die Schwierigkeit angeht, vielleicht besser andersrum gelaufen. Was jetzt die Aussichten angeht, war es so rum die wahrscheinlich bessere Variante. Gut. Ja, also mit dieser Schwierigkeit haben wir nicht gerechnet, mit dem Abstieg. Mit einer anderen Schwierigkeit haben wir sehr wohl gerechnet. Also die Anne. Ja, vielleicht habt ihr euch gefragt, warum hier die ganze Zeit ein Stöckchen mit rumgeschleppt wird. Da hier ja doch immer mal mehr oder weniger wilde Hunde unterwegs sind oder vielleicht auch Hütehunde bzw. Hunde, die die Grundstücke da bewachen. Ja, ist es nicht schlecht, wenn man was dabei hat, wo man sich dann auch mal, wo man seine Meinung etwas verdeutlichen kann zur Not. Aber wir haben tatsächlich kein Problem gehabt. Es war kein Hund da. Also alle Hunde waren hinter Gitter. Kein Problem. Also sowohl der Wanderführer als auch hier Einheimische haben gesagt, ja, Hunde ist durchaus immer mal wieder ein Problem. Zwar jetzt eher vielleicht in Strandnähe, aber nichtsdestotrotz ist es vielleicht besser, wenn man mal irgendwie einen Stock oder so zur Hand hat. Und da ich meine Wanderstöcke zu Hause gelassen habe, hat sich die Anne jetzt damit mal beholfen. Genau. Gut, aber dann würde ich sagen, haben wir es jetzt mal wieder. Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.